Alex, bevor wir anfangen, was ist für die so, was sind das so die UFC-Ausdauermonster? Die UFC-Ausdauer, Wer sind die? Die UFC-Ausdauermonster, all-time, egal wer. Eine Zeit lang war das der Cain Velasquez, der former Heavyweight Champion. Der ist eigentlich im zweiten Kampf und im dritten Kampf gegen Junior Dos Santos, wenn man den Kampf anschaut, der ging über 5 Runden, da ist eigentlich nie stehen geblieben, der hat einfach nur durchgeackert. Noch ein Konditionsmonster war und ist Colby Covington, der jetzt am letzten Samstag gekämpft hat. Den kenne ich persönlich. Ich habe auch mit ihm zusammen im ATT in Florida trainiert. Und der Typ ist auch nie müde. Also 5 Minuten durch Sparring gemacht und dann nach 5 Minuten kommt die Pause und dann steht er einfach auf und schaut so aus, wie als würde er einen Spaziergang machen. Noch ein Konditionsmonster. Ich glaube, einer der in den niedrigeren Gewichtsklassen gibt es da viel mehrere davon, also wie Max Holloway zum Beispiel oder Nate Diaz. Nate Diaz, Triathlet. Nick und Nate Diaz, Triathleten beide. Und die wollen jetzt eigentlich, die UFC will auch einen 10-Runden-Kampf machen, weil der Nate erst nach 3-4 Runden in der dritten und der vierten Runde wird er erst warm und dann schöpft er einfach sein Potenzial aus. Ja. Er könnte halt viel mehr machen mit der Technik und hin und her, aber er gilt auch als Konditionsmonster. Also es gibt einige und ich bin auf dem Weg auch dahin, denen die Konkurrenz zu machen. Also das ist einer der Ziele. Mit deinem Körpergewicht, mit deiner Schnellkraft, das zu paaren, wäre natürlich der Oberhammer. Ja. Das ist so das Hauptthema des heutigen Tages und ich möchte euch dreimal herzlich willkommen heißen im Rich Headroom. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir diesen Talk heute machen können. Es dreht sich im Grunde genommen alles um den Sport, aber jetzt insbesondere um den MMA-Sport und der jetzt für uns natürlich sehr im Fokus steht, wenn wir den nächsten Champion begleiten hier in seiner Trainingsvorbereitung, Alexander Rakic. Und ich freue mich auch sehr, dass ich euch beide willkommen heißen kann. Andreas Barmer, der die Zusammenarbeit dieser Runde hier initiiert hat und Christoph Weiß, der das Brain hinter der gesamten Trainingssteuerung ist. Und mein Wunsch war es, dass wir uns heute hier treffen, dass wir ein bisschen über die Thematik Ausdauertraining im MMA-Sport bei schon einem sehr fortgeschrittenen Athleten wie den Alexander Rakic besprechen. Und da möchte ich alle Zuhörer mitnehmen auf diese kleine Reise, in Klammer gesetzt, in die Höhe, weil das ist nämlich eines der Hauptthemen heute. Viel Spaß dabei. Check the mic and make sure it sound right, boys. Alex, jetzt hast du uns schon gesagt, was aus deiner Sicht so die starken Leute sind aus dem MMA-Sport, was die Ausdauer betrifft. Und was bedeutet für dich Ausdauer als MMA-Sportler? Weil du bist ein begeisterter Fußball-Fan, glaube ich mal. Du hast früher selber Fußball gespielt, sogar im Verein. Und du weißt, was es bedeutet, 90 Minuten zu laufen. Du weißt, was es bedeutet, 3x5, 5x5 Minuten zu laufen. Und was ist da so für dich der Unterschied? Was bedeutet für dich Ausdauer? Vor allem im MMA-Sport ist Ausdauer die wichtigste Komponente. Also ich vergleiche es auch immer so, man kann das schönste Auto haben mit den besten Extras hin und her. Wenn da kein Sprit drinnen ist, kommst du auch nicht weit. Da kommt man mit einem, Ford Fiesta, der vollgetankt ist, weit. Ich kann mit einer großen Ausdauer, mit einer starken Ausdauer kann ich dann einfach meinen Kampf, also kann ich meinen Rhythmus einplanen im Kampf und der Rhythmus wird dann, falls der Gegner, wie soll ich es formulieren, wenn der Gegner den Rhythmus mithalten kann, ist es gut, aber wie lange kann er den Rhythmus mithalten? Wie lange kann er meine Pace mithalten? Und wenn da eine starke Ausdauer dahinter ist, kann ich auch natürlich technisch sehr an mir hart arbeiten, kann auch sogar im Training mehr trainieren, längere Einheiten machen, mehr intensive Einheiten, wenn die Ausdauer auch
auf einem anderen Niveau ist. Und das ist halt ein großer Vorteil gegenüber den Gegnern. Und wie du auch schon gesagt hast, oder falls du es nicht gesagt hast, sage ich es jetzt, die nächsten Kämpfe, es ist kein Geheimnis, die werden alle jetzt auf 5x5 Minuten sein. Also die 3x5 Minuten sind vorbei. Und 25 Minuten zu kämpfen mit einer Minute Pause dazwischen, also 5 Minuten mit einer Minute Pause dazwischen, das 5-mal, ist schon eine hohe Herausforderung. Und wenn man da mit einer anderen Ausdauer reingeht, auch mental und auch körperlich, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Jetzt wechselst du quasi die, kann man sagen, die Belastungslänge deines Sportes von 3x5 auf 5x5 Minuten. Es ist keine Verdoppelung, aber es ist fast eine Verdoppelung. Das ist schon eine immense Veränderung, würde ich sagen. Und um dass unsere Zuhörer das auch mitbegreifen können, wie groß ist der Unterschied von 3x5 auf 5x5 zu wechseln? Du kennst das zumindest aus dem Sparring, aus dem Training heraus. Wie groß ist da der Unterschied? Der größte Unterschied ist einmal mental. Wenn man schon weiß, hey, man kämpft 5 Runden mal 5, also es kann 5x5 gehen, dann ist man schon als Kämpfer, wird man in den ersten 2 Runden spart man halt viel. Und damit man in den letzten Runden, in der Runde 4 und in der Runde 5, damit man da stark zurückkommt. Aber es ist ein Kampf kann man sich nicht ausmachen. Es gehören immer 2 dazu. Wenn ich jetzt in Sparmodus verfalle in der ersten Runde und mein Gegner dreht auf, ich muss ihm etwas zurückgeben. Und dann kann das hinterrum, wenn ich mich ausbaue zu sehr in der ersten und in der zweiten Runde, kann das hinterrum in der 4. und in der 5. dann schlecht ausschauen. Die UFC ist es immer so, man nennt ja die Runde 4 und 5 die Championship Rounds und da wird halt noch einmal angesehen, wie sich der Kämpfer benimmt, wie sehr fit ist er, wie sehr will er den Sieg. Und ich finde, in der 4. und in der 5. Runde muss man wirklich alles geben und den Punkterichtern und der UFC und den Fans zu zeigen, hey, ich will das und ich will den Sieg haben. Und das zu zeigen, da braucht man eine hohe Ausdauer und auch mental stark zu sein. Also um das Ganze, was du jetzt gesagt hast, da noch, was ich da so rausgehört habe, ist, es ist schon dein Ziel, auch dem Gegner dein Tempo aufzudrücken. Und wenn du sagst, jetzt machen wir langsam, jetzt machen wir schnell, dass er da quasi mittanzt. So ist es. Also du kennst auch das andere Trainerteam und du hast jetzt jede Vorbereitung mit mir durchgemacht in der UFC und du weißt auch, im Sparring ist auch ein großes Thema, wenn ich Sparring habe, da wird auch oft gesagt, Alex, dein Rhythmus, also ich bestimme den Rhythmus und ich bin der Bestimmer. Also wenn ich einmal schnell machen will, dann muss der Gegner das oder der Sparringspartner muss er das mitmachen. Wenn er das nicht schafft, dann habe ich den Kampf schon gewonnen. Also ich muss der sein, der das Tempo bestimmt und den Kampf bestimmt, wo er stattfindet. Und das kann man halt nur mit einer hohen Ausdauer. Das glaube ich auch, das stimmt sicherlich. Andreas, du kannst uns vielleicht deine Sichtweise aus dem Fußball erzählen, weil du bist ja mittlerweile zwar nicht mehr im Profifußball tätig als Spieler selber, sondern eher Richtung Beraterrolle mittlerweile. Selber auch Pilot bei der Austrian Airlines. Das heißt, einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen nach der Fußballkarriere. Aber ich glaube, dass du sei es als Pilot, aber auch als Fußballspieler, einen großen Einblick bekommen hast auf das Thema Ausdauer und vielleicht uns davon ein bisschen was erzählen kannst. Wie ist es als Fußballprofi, Ausdauertraining zu machen? Wie relevant ist das wirklich? Ja, also das hat sich das letzte Jahrzehnt oder die letzten 15 Jahre extrem verändert, weil wie ich Profi geworden bin, das war vor 20 Jahren, da war die Ausdauer wirklich nur ein geringer Anteil. Man hat eine Gruppe von Fußballern gehabt, man hat ihnen ein Tempo vorgegeben, das sind sie alle gemeinsam laufen gegangen und das war ein Einheitsbrei. Und wenn man vergleicht, wie sich das Tempo in Österreich, jetzt nimmt nur Österreich her, wie sich da in der Bundesliga das Tempo erhöht und verbessert hat, also es wird kein einziger Spieler mehr, der was vor 20 Jahren in der Bundesliga in Österreich gespielt haben, jetzt noch irgendwo einen Platz finden, weil es hat sich immens verbessert. Also es ist in der Leistungsdiagnostik sehr viel weitergegangen und
Da war das Ausdauer war wirklich irgendwie ein Stiefkind, was keiner gern gemacht hat, was man halt ein bisschen gemacht hat, aber es hat auch immer die Philosophie gegeben, es macht mir alles am Platz und alles über den Ball. Aber ich habe das dann schon auch gelernt über die Vereine, wo ich dann gespielt habe und am Schluss bei Red Bull-Konzern, bei FC Liefering, wo dann das schon auf einem sehr hohen und fortgeschrittenen Niveau war, was eigentlich möglich ist, wenn man im richtigen Bereich und zielgerecht in seinem Bereich trainiert und auf individuell angepasst auf einen Sportler. Und dann ist halt der Umstieg von mir gekommen in die Luftfahrt und ich war eigentlich weg vom Sport, also als Pilot, was eigentlich wirklich ein Traumjob ist. Aber es hat sich dann was gefunden, was sie verbinden lässt, und gerade bei Piloten ist ja das Thema Hypoxie natürlich ein Faktor. Also von dort da oben ist der Sauerstoff sehr gering und das ist was im Training von Piloten, gerade jetzt hauptsächlich im militärischen Bereich, auch ein Riesenthema ist, ein schneller Druckabfall wann ist und es ist kein Geheimnis mehr, man weiß, dass Training in der Höhe funktioniert oder einen Effekt hat. Und 2019 hat es ja auch den Medizin-Nobelpreis gegeben für 3 Wissenschaftler, die was herausgefunden haben, warum genau funktioniert Höhentraining und ist so effektiv. Vor allem im Hochleistungssport, aber eigentlich auch für jeden. Und ja, also Ausdauer, wie der Alex schon gesagt hat, das ist gerade im MMA mit Sicherheit eine der Hauptkomponenten, wenn nicht sogar, egal wie gut du in den anderen Disziplinen bist, wenn du nicht performst, bist du weg. Es sei denn, du knockst halt immer gleich alle in der ersten Runde aus, aber und das wird auch nicht immer gehen. Ne? Nein, eben, das wird auch nicht immer gehen. Und im Fußball ist das mittlerweile auch so ein Thema, also das merkt man, es ist die Ausdauer ist das Um und Auf. Ja, das hat sich extrem verbessert. Die Spieler sind auf so viel einen höheren Level, es ist so, das Tempo so viel höher geworden und darum ist das Augenmerk und Fokus Ausdauer im Sport hat viel mehr Gewichtung bekommen. Ja. Und du hast gesagt, angepasst an den Sportler, das ist ja etwas, was in der Vergangenheit vielleicht nicht so sehr individuell gestaltet worden ist, aber ich glaube, das hat eine sehr hohe Relevanz. Deswegen, das, was wir jetzt vom Alex kennen haben, die letzten Tage, was wir gemacht haben, also von der Leistungsdiagnostik bis hin zum Training, war halt schon sehr, sehr individuell. Christoph, ich glaube, Ausdauer ist dein Metier, oder? Ist deine Disziplin? Kann man so sagen, ja. Also du beschäftigst dich, glaube ich, schon ein paar Jahre mit Ausdauer, oder? Ja, wie viele? Ein paar Jahre, würde sagen 20. 20 Jahre? Ja. Also doch einiges, ja. Also länger als wir im MMA-Sport sind. Auf jeden Fall. Was sagst du dazu? Individuelle Trainingssteuerung für Athleten. Wir sind jetzt im Individualsport, 1:1 kann man sagen, ein Trainer und ein Athlet. Im Fußball ist es natürlich was ganz anderes, wenn du 10, 20 Leute vor dir hast, die du dann gemeinsam ansprechen musst, gemeinsam planen und trainieren musst. Du kommst, glaube ich, aus dem Radsport auch und mitunter. Und wo sind da so die großen Schwierigkeiten in einer Ausdauerplanung und Ausdauersteuerung für einen Athleten? Also das Erste ist, sollte immer individuell geplant werden. Also beispielsweise bei einer Mannschaft wurde früher immer alles über einen Kamm geschert, alle haben das Gleiche gemacht. Das ist heute anders. Heute wird wirklich individuell jeder Einzelne gesteuert. Und die Ausdauer ist generell das Fundament jeder Sportart. So wie Andi vorher gesagt hat, dass im Grunde genommen ein notwendiges Übel war, das kann man heute eigentlich nicht mehr sagen. Die Ausdauer schützt vor Verletzungen, ein ganz wichtiger Faktor. Wie das? Das ist sicher spannend. Ausdauer und Ermüdung hängen 1:1 zusammen. Wenn ich eine schlechte Ausdauer habe, ermüde ich schneller. Und wenn ich schneller ermüde, erhöht sich das Verletzungsrisiko um ein Vielfaches. Sieht man beispielsweise im Fußball, die meisten Verletzungen entstehen im 2. Drittel oder in der letzten Spielphase, wo dann halt muskuläre oder auch gröbere Kreuzbandverletzungen entstehen. Und in dem Zusammenhang muss man wirklich sagen, dass die Ausdauer heute einen wesentlich größeren Stellenwert einnimmt, wie vor, würde ich jetzt mal sagen, 10, 15 Jahren. Und wenn man die schlau steuert, die Ausdauer, kann man auch, wenn man jetzt einen vermehrten Einsatz hat, das heißt,
jetzt bei der österreichischen Bundesliga, spielst in der Euroleague, spielst in der Bundesliga, spielst vielleicht im Nationalteam. Die haben halt einfach wirklich viele Einsätze, was natürlich das Verletzungsrisiko wieder weiter steigert. Genau. Und kann eine bessere Grundlagenausdauer dann auch hier schützend sein? Eindeutig. Man kann sich vielleicht so vorstellen, die Ausdauer ist das Fundament wie bei einem Haus. Also wenn ich das Fundament nicht solide baue, habe ich immer später Probleme mit dem Haus. Ja. Und genauso haben wir das auch im Sport. Egal in welche Sportart ich reinschaue, wenn die Ausdauer nicht solide entwickelt ist, gibt es immer wieder Probleme oder hat der Einzelsportler immer wieder Probleme. Was aber eigentlich nicht relevant ist, ob man jetzt Fußballer ist, Kampfsportler ist, das würde genauso auch Tänzer betreffen und andere Sportarten, wo man es nicht so erwartet, oder? Ich hatte zum Beispiel im Bayerischen Staatsballett den Solotänzer, der hatte extrem viele Verletzungen und auch der hat sich dann in fortgeschrittenem Alter auch nochmal mehr auf die Ausdauer konzentriert. Ja. Und das war absolut hilfreich. Okay, weil du hast ja gestern noch gesagt, es macht wenig Sinn, 1-2 Mal die Woche was zu machen mit der Ausdauer. Ich glaube jetzt ihr als Profisportler oder ehemalige Profisportler könnt das unterschreiben. Mit 1-2 Mal pro Woche kann man nicht viel bewirken. Alex, du hast gestern gemeint, 2, mindestens 3 besser, wenn nicht 4 sogar Einheiten am Anfang. Du selber hast jetzt über 10 Jahre Erfahrung als Profiathlet. Und da in den höchsten Gremien des Leistungssports kann man sagen, UFC, du bist am Zenit angekommen unter den Top 5 des größten Verbandes. Und wenn du etwas an deinem Training veränderst und das 1 oder 2 Mal die Woche ins Programm reinbringst, merkst du da einen Unterschied überhaupt oder ist es einfach zu wenig? Würdest du sagen, ab wann macht es Sinn, wenn man sowas Neues implementiert, dass man wirklich davon profitiert? Ich finde, das wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Ich habe jetzt 2 tolle Trainingstage gehabt mit Christoph als Trainer und mit euch. Und ich bin wirklich gespannt auf das Resultat in den nächsten Wochen. Aber so wie es sich heute angefühlt hat oder gestern angefühlt hat, kann es nur gut werden. Also es simuliert wirklich auch den Kampf selber mit sich selber, mental, die Muskelerschöpfung, die Muskelausdauer und auch die Lunge. Ja. Also es simuliert nahezu, wenn ich jetzt im Boxsparring ein hartes Sparring habe, die letzte Minute oder ein MMA-Sparring, es simuliert wie man sich fühlt, also wie ich mich selber fühle. Und da mal noch reinzuhängen am Rad, und da noch gepusht zu werden, ob der Christoph mich pusht, wenn ich am Rad bin oder wenn ihr mich pusht, wenn ich im Käfig bin und die letzte Minute noch alles rausholen muss. Ich finde, das passt sehr gut zusammen. Das wird sich auch die nächsten Wochen zeigen. Ich werde das auch selber am eigenen Leibe spüren, wenn ich dann zum Boxtrainer sage, hey, machen wir mal Hertha-Pads, bringen mal in die rote Zone oder so, oder beim Ringen, dann werde ich das halt auf jeden Fall spüren und dann werde ich auch natürlich mit einem Feedback zurückkommen und sagen, hey, das fühlt sich super an und ja. Also. Beziehungsweise die Laktatmessungen, die wir besprochen haben, die wir letzte Woche auch schon gestartet haben, hier begleitend, um auch ein bisschen in die Biologie reinzuschauen, in die Biochemie deines Körpers, was sich dort verändert durch dieses Programm, wird sicherlich auch sehr spannend. Aber subjektive Meinung ist mir immer als Trainer auch besonders wichtig, du kennst das. Einer der ersten Fragen ist, wenn man ins Gym kommt, immer, wie geht's da heute? Vielleicht noch besser von 0 bis 10. Du hast geschlafen und so weiter und das ist dann natürlich auch immer sehr wichtig. Aber du kennst jetzt schon andere Programme. Wir haben in den letzten 10 Jahren viel schon gemacht. Ich würde sagen so 70% am Rudergerät, 30% am Airbag. Ganz wenig Laufen, also das würde ich gar nicht erwähnenswert befinden. Wo siehst du jetzt so die großen Unterschiede, also für dich jetzt so biomechanisch oder von der Belastung? Jetzt hast du jetzt 2 Trainings am Radergometer gehabt, aber wo siehst du da die großen Unterschiede? Es ist ganz was anderes als zu vergleichen beim Rudergerät. Ich rede mal vom heutigen Training, ich spüre es auch sehr, also es kommt immer darauf an, welche Intervalle wir machen, wie lang die sind und was auch der Christoph von mir will. Also wir haben auch gemacht Runden, wo ich es mehr auf der Lunge spüre.
da halt hohe Drehzahl, also hohe Frequenz, und dann haben wir auch quasi einen Bergsprint simuliert, wo ich halt im Stehen fahre. Das hat mir eigentlich, ich sage, nicht den Rest gegeben, aber das war sehr erfordernd, weil das bin ich noch nicht gewohnt. Die muskuläre Erschöpfung in den Beinen. Das fühlt sich auch so an wie nach einem harten Ringer-Scramble oder nach einem harten Ringertraining. Da ist man mal am Boden und dann, wenn der Trainer sagt, hey, ihr müsst wieder aufstehen, wir fangen wieder im Stehen ab, da spürt man halt richtig die Beine und eben richtig den Muskel. Habe ich auch gestern gesagt, ich fühle mich so, wie das ein Muskel zerreißt. Das habe ich eigentlich nie in Ringen gehabt. Aber wenn ich das da unter Kontrolle habe am Rad, Kannst im Ringen nur besser werden. Ne? Auf jeden Fall. Glaubst du, dass doch die mitochondriale Energieproduktion lokal im Muskel am Quadrizeps zum Beispiel und Hamstring besser wird? Absolut. Durch diese Absolut. Also Energieeffizienz? Können die Stoffwechselprozesse im Muskel ganz gezielt ansteuern über unterschiedlich lange Intervalle. Und dann kommt noch eine weitere Komponente dazu. Das ist die Bewegungsgeschwindigkeit. Ich kann eine gleiche Belastung mit einer sehr hohen Bewegungsschnelligkeit absolvieren, kann aber die gleiche Belastung auch mit einer sehr hohen Kraft absolvieren. Das ist etwa vergleichbar wie ein hochtouriger Formel-1-Wagen, der bei 19.000 Umdrehungen dreht, und ein LKW, der ein hohes Drehmoment hat und bloß 2000 Umdrehungen macht, aber die gleiche Power hat. Und damit decke ich von seinem Belastungsprofil extrem viel ab. Ich kann die Schnelligkeit entwickeln und die Kraft und habe gleichzeitig den kompletten kardiologischen Bereich dabei. Und das macht halt einen riesen Vorteil und wir sparen uns vor allem sehr viel Zeit. Ja, das ist natürlich das Schöne, weil MMA ist ein Sport mit sehr viel Disziplin. Es ist der Zehnkampf des Kampfsports, kann man sagen. Man muss mindestens 5 Disziplinen sauber abdecken, vom Striken bis zum Bodenkampf und natürlich ein bisschen Athletik auch noch. Ja. Und diese Athletik im Fußball zum Beispiel, Andreas, du wie gesagt, kommst du ja aus dem Fußball als Profisportler. Was würdest du jetzt einem Fußballer, der mitten in seiner Karriere steht, ausdauertechnisch empfehlen? Denn wenn wir jetzt an den Fußball denken, dann denkt man natürlich ans Laufen. Hat aber trotzdem irgendwas anderes auch noch Berechtigung, außer das Laufen für den Fußballer? Ja, ich würde ihm am ehesten empfehlen, dass er mich kontaktiert und bei seinem Vorstand oder Geschäftsführer nachfragt, ob sie sich nicht einen Höhenraum installieren wollen mit zusätzlichen Trainingsgeräten, was jetzt nicht nur Ergometer drinnen sein kann, aber ich habe sehr oft in meiner Karriere auch Verletzungen gehabt, Adduktorenprobleme oder ich kann mich an sehr viele Torchancen erinnern, die ich dann nicht gemacht habe. Das ist das, wo der Zuschauer vor dem Fernseher sitzt und sich denkt, hey, das gibt's nicht, dann hätte selbst die reingehauen. Was der Zuschauer halt nicht bedenkt, ist, dass ich vorher schon 80 Minuten gelaufen bin und vor der Aktion einen Sprint gehabt habe über 40 Meter und gerade auf 200 Puls war und in meinem Gehirn eigentlich kein Sauerstoff mehr war, durch das einen extremen Konzentrationsverlust gehabt habe. Und das ist ja auch was man nicht außer Acht lassen darf. Sauerstoffversorgung, die was man eben trainieren kann über Hypoxie und das verbessern kann, geht ja nicht nur auf die Muskeln, es geht ja um das, wie ich geistig fit bin. Das ist das Gleiche im Fußball, steigt die Fehlpassquote natürlich, wenn ich hochpulsig bin, eben gerade bei Torchancen und der hohe Impuls tut mir viel schwerer, als wenn ich niedrig bin und gerade eine gute Sauerstoffversorgung habe. Und das ist ja eine extreme Parallele zum MMA, wo du ja ständig eigentlich unter Hypoxie dann bist, eigentlich, weil du ja mit der Atmung nicht mehr mitkommst, so viel Atemvolumen, oder du kannst gar nicht so viel einatmen, wie du möchtest, weil er extrem hochpulsig ist und eine extrem hohe Belastung ist. Also das ist, da kann ich nur sagen, ich würde am Fußballer aus meiner Erfahrung sagen, viele Ursachen oder Probleme, was ich probiert habe zu lösen und nicht gewusst habe, wie es angeht, sind im Endeffekt daran gelegen, dass das Fundament, die Ausdauer wahrscheinlich nicht gut genug gewesen ist und vor allem auch nicht ausgeglichen. Also nicht das ist ein Klassiker, ist beim Fußballer der Oberschenkel vorne, der was super trainiert ist und hinten hast ständig Zerrungen oder Probleme oder kommt was. Ja, und das ist eben zum Beispiel auch was man am Ergometer super trainieren kann. Du trainierst vorne wie hinten durch das Drücken, Ziehen und also, ja. Das ist natürlich, das ist sicherlich wahr und was du auch immer wieder sagst,
dass der Sportler ja auch lernt durch die Kontrolle seiner Atmung und durch die Kontrolle der Situation und seiner Emotionen auch und so weiter, hier diesen Wechsel zwischen dem sympathischen Nervensystem und parasympathischen Nervensystem, also zwischen Kampf und Flucht und dem Ruhenervensystem, dass er hier auch wieder aktiv Einfluss nehmen kann und sich runteratmen kann oder mit einer guten Atmung einfach in der Kontrolle behält. Und ich glaube, jetzt einmal im Fußball ist es natürlich besonders interessant, das zu haben. Ich glaube aber auch, dass es im MMA-Sport besonders wichtig ist, um diese Situation zu beherrschen und Ruhe zu bewahren, ist einfach mit der Atmung und mit der Ruhe quasi bei sich zu bleiben. Ne? Also man sagt, okay, ein Teil dieses Kampfdiktierens ist es, einfach gechillt zu sein, raus aus diesem enormen Tunnelblick, aus diesen Flucht- und Kampfgedanken. Ja, auf jeden Fall. Ein Kampf ist nonstop Stress, also Stress für den Körper. Also für den Kopf und für den Körper, da kann man nicht abschalten. Ja. Wenn man in einen Kampf abschaltet, wenn man nicht fokussiert ist, 1 Millisekunde, wenn ich ihm die Distanz, also wenn ich meine Distanz nicht einhalte, dann kann es ganz schnell gehen und da zahlt man im Sieg. Mhm. Also, so ein Kampf, sagst du immer, der dauert für dich ja nur, also nicht 3x5 Minuten, sondern der dauert viel kürzer. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man halt fit ist, und wenn man sich auf den Kampf vorbereitet, kommen mir die 5 Minuten, wenn ich selber kämpfe, ganz schnell vor. Mhm. Wenn ich mir selber einen Kampf anschaue, von 5x5 Minuten, was ich auch ständig mache, auch meine Konkurrenz, die ich schaue, kommt mir das eine Ewigkeit vor. Also ich denke mir so, die kämpfen ja schon fast eine halbe Stunde. Und dann denkt man sich, wie soll ich das schaffen? Wie mache ich das? Es ist schon lange, aber dann, wenn man selber kämpft und selber aus seiner eigenen Haut spürt, vergehen eigentlich die 5 Minuten ganz schnell, wenn man fit ist. Genau. Wenn man nicht fit ist, wenn man nicht fit ist, wenn die Ausdauer nicht gut ist, dauert es lange. Ja, das ist nie ein Ende. Dann schaut man jedes Mal auf die Uhr und sagt, hey, wann ist es endlich zu Ende? Das ist, du nickst schon, das heißt, du hast da auch Erfahrungen oder beziehungsweise eine Botschaft, oder? Ja, also wenn das Gefühl der Länge sich ändert, also wenn es ewig unendlich lange dauert, dann ist die Form mit Sicherheit nicht gut. Aber wenn es so wie bei ihm schnell vorbeigeht, dann haben wir bereits ein sehr gutes Trainingspotenzial. Und das ist natürlich das, wo man hin will, wenn man Champion werden möchte. Ja. Ganz klar. Das natürlich dann erweitern von 3x5 auf 5 Minuten, das ist jetzt noch die Aufgabe, die wir haben. Und da haben wir jetzt natürlich wird sich noch ein bisschen was technisch ändern. Wir haben jetzt nicht nur die Ausdauerstrategie verändert und sind einmal neue Wege gegangen. Im MMA-Sport ist es sehr unüblich, auf einem Radergometer zu sitzen. Das, was ihr jetzt verwendet oder uns gebracht habt, ist ein ganz spezielles Gerät, da werden wir noch technisch drauf eingehen. Aber für uns war die Vergangenheit halt Rudern und Airbike, das heißt das sogenannte Handfahrrad oder was das so? Genau, schimpfen wir es jetzt mal Handfahrrad. Das heißt, Radergometer haben wir eigentlich kaum verwendet, so gut wie gar nicht. Jetzt habt ihr auch bei S4RIT ja schon eine Höhenkammer eingebaut. Dürfen wir darüber sprechen? Ja. Und dort auch bewusst vorrangig für Radergometer bzw. diesen Handergometer. Warum setzt ihr da nicht auf ein Laufbandel? Warum steht da kein Laufband drinnen oder steht eins drinnen, aber warum ist eher der Radergometer für euch Vorrang in der Höhenkammer? Ja, weil man viel zielgerechter arbeiten kann. Also wir haben zwar ein Laufband da drinnen, aber es wird hauptsächlich auf dem Arm- und Beinergometer trainiert. Wir haben also das, was wir anbieten, ist wirklich Hightech. Um einen Vergleich mit Fußballer zu haben. Früher bist du laufen gegangen, die Errungenschaft war dann, dass du eine Pulsuhr gehabt hast und dass das einmal überwacht worden ist mit einem Chip, wie du trainiert hast, und da hat man nachher schauen können. Wenn der Alexander jetzt am Rad sitzt und trainiert, wir sehen jede Umdrehung des Beins. Das heißt, du kannst überhaupt nicht irgendwo dich rausnehmen, zurücklehnen oder irgendwo sagen, sondern wir wissen genau, was ist seine Leistungsgrenze, wir wissen, was schafft er an Trittfrequenz, was schafft er an Watt, was schafft er an Leistung, und wir wissen, trainiert er in seinem Bereich, wo es möglich ist oder nicht. Das heißt, wir haben extrem genaue Steuerung und Monitoring-Technik. Und außerdem muss man auch sagen, der Bein- und Armergometer sind sehr, sehr exklusive Trainingsgeräte, die was sehr viel können. Wir können da zum Beispiel isokinetisch drauf trainieren, aber das weiß der Christoph da noch mehr dazu.
Es ist einfach, man kann auch viel schonender trainieren zum Beispiel. Wenn ich jetzt immer auf dem Platz draußen trainiere und immer nur laufe, habe ich ständig die Stoßbelastung. Das war auch eine Spezialität, das was am Alexander sofort aufgefallen ist. Er hat gesagt, er hat gestern extrem hartes Training gehabt und seine Füße sind heute nicht kaputt. Also du hast durch das, dass du immer eine 360 Grad Umdrehung hast, hast du jetzt einmal eine rundum zirkulare Bewegung, die was du hast, und durch das schonst du auch die Gelenke. Also verglichen mit einem, du kannst Isokinetik drinnen trainieren, brauchst es nicht mit Sprüngen oder mit Sprints machen, wo du ständige Stoßbelastung hast, sondern kannst es eigentlich auf dem Rad oder auch in die Hände trainieren, in die Arme, was ja bei einem auch ganz wichtig ist. Ihr kommt ja grundsätzlich eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, ne? Also mit eurer Company. Magst du uns da ein bisschen was erzählen? Welche Geräte habt ihr eigentlich entwickelt und auf den Markt gebracht in den letzten, sind es schon Jahrzehnte? Ja, also das Know-how ist bei uns eigentlich, oder der Ursprung von der Firma kommt aus der Flugmedizin. Mein Schwager hat die Firma neu gegründet vor ein paar Jahren. Wir expandieren sehr stark, wir wachsen sehr, und wir haben jetzt eben die Sparte Sport mit aufgenommen. Die Ideen gibt es schon länger, auch die Zusammenarbeit mit Christoph schon. Wir haben schon mit dem ÖSV-Höhenprojekte und so gemacht, aber eigentlich kommt unsere Firma, und da sieht man das technische Know-how, und dass wir dort eigentlich in einem ganz sensiblen Bereich sind. Wir machen für Militärs, für militärische Trainingseinrichtungen für Piloten machen wir Trainingsgeräte. Das geht an von Unterdruck, Überdruckkammern, dann auch mit Hypoxie-Räume über Schleudersitze, Zentrifugen, alles Mögliche. Das ist die Expertise, wo wir herkommen, also auf einen sehr, sehr hohen technischen Standard. Und das eine ist eben dann natürlich die technische Komponente, das was der Bereich ist von unserer Firma, was wir zur Verfügung stellen können, das in ein Trainingssystem für Sportler zu implementieren, und das andere ist aber, was sehr, sehr wichtig, das Know-how, wie man in der Höhe trainiert. Und da kommt die Zusammenarbeit mit Christoph ins Spiel, und da ist er unser Experte, und ich sage mal, er ist der was eigentlich, wenn man es, um auf den Punkt zu bringen, ich hab super Technik und ein super Team, mit dem wir eigentlich den höchsten Standard der Technik liefern können, was jetzt auch Monitoring ist und Auswertung, weil es wird ja jedes Training getrackt. Dann habe ich mit dem Christoph einen Sportwissenschaftler, der was den höchsten Standard im Höhentraining liefern kann, und ich bin eigentlich der was das dann Ganze verbindet und versucht. Aber das braucht. Genau. Das ist auch das, was oft fehlt, ne? Diese Branchen- oder disziplinenübergreifende Zusammenarbeit, dass man sagt, aus der Luftfahrt Technologie zu nehmen und das einem MMA-Sportler zur Verfügung zu stellen. Höhentraining mit isokinetischen Ergometer und allem drum und dran, was ihr da so liefert. Vielleicht magst du uns das kurz erklären, was Isokinetik überhaupt bedeutet und wie man das zu unserem Vorteil einsetzen kann. Also Isokinetik bedeutet, wenn wir es jetzt gerade mal beim Fahrradergometer anschauen, ich gebe eine Trittfrequenz vor, sagen wir mal 80 Umdrehungen, und ab dieser Frequenz beginnt das Gerät zu bremsen, wenn ich schneller treten will. Das heißt, so viel Kraft oder so viel Kraft, wie ich reinstecke, so viel hält das Gerät dagegen. Das heißt, wenn jetzt der Alex maximal reintritt mit 2000 Watt, dann hält das Gerät mit 2000 Watt dagegen. Und damit, da kommt dann noch die Messtechnik dazu, die unten in der Kurbel drin sitzt. Da wird im Grunde genommen über sogenannte Dehnmessstreifen das sogenannte Tangentialdrehmoment gemessen, über 5 Dehnmessstreifen und gemittelt, und damit erhalte ich rein physikalisch die Leistung. Und diese Leistung wird mir dann am Monitor angezeigt, und er hat quasi ein direktes Feedback, wie viel er gerade an Power in das System reinbringt. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Wir haben eine 1%ige Messgenauigkeit. Und das macht eigentlich dann die Hochwertigkeit von diesem Gerät aus, beziehungsweise auch die Bremstechnik. Das ist momentan höchster Standard weltweit. Kann man das mit einem normalen Spinning Bike vergleichen? Oder wie ist das? Auf keinen Fall. Was ist da der große Unterschied? Der große Unterschied liegt in der Bremse. Das ist eine elektronisch gesteuerte Einrichtung, die auch
Millisekunden genau reagieren muss, weil den Input liefert ja der Sportler, indem er die Trettkraft und die Schnelligkeit versucht zu erhöhen. Und in der Millisekunde muss sofort das Gerät dagegenhalten. Wenn das auch nur eine halbe Sekunde später kommt, ist das schon vom Trainingseffekt auf die Muskulatur nicht mehr das Gleiche. Eindeutig. Und da schöpfen wir dann natürlich auch den die weitere Trainingsentwicklung und die weitere Power draus, die ein Sportler dann im Laufe der Zeit entwickelt. Und der Power Grinder, also das Gerät für den Oberkörper, hat genau die gleiche Funktionsweise. Und ich kann meine Arme, die Muskulatur genauso trainieren wie die Beine. Also die Leute, die das noch nicht kennen, das ist im Prinzip ein Handfahrrad, kann man sagen. Also nicht wie das Airbag mit Pedalen und mit der Hand zu bedienen, sondern es ist ausschließlich Hand im Stehen. Könnte man auch im Sitzen wahrscheinlich machen, aber ist im Stehen zu machen. Im Stehen. Und da gibt es ein Video von uns, könnt ihr schauen beim Alex bzw. bei mir auf dem Instagram-Portal. Da waren wir bei SV eingeladen bei euch und da hat der Alex den Power Grinder mal würgen dürfen oder was umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Eher umgekehrt. War schon eine ziemlich intensive Erfahrung, oder? War sehr. Also, kannst du es mit irgendwas vergleichen von der Belastung? Ja, man kann es, ich habe es auch damals schon gesagt, es gibt halt im MMA gibt's halt Positionen, wo wir halt beide sagen wir mal, an der Wand sind oder am Käfig sind, wo ich halt, der eine angreift, der eine verteidigt, ich will ihn zu Boden bekommen, er verteidigt. Und da halt, wenn man Kraft gegen Kraft arbeitet, brennen schon dann die Arme schnell aus. Und das habe ich beim Power Grinder auch gespürt. Also 1:1, wie die Arme ausbrennen. Und da ist es halt wichtig, je öfter man in der Phase ist, je öfter man die Arme ausbrennen lässt, aber danach gleich wieder bereit ist zu boxen oder quasi weiter zu ringen, da hat man schon einen großen Vorteil, wenn man das im Training umsetzen kann und dann, wenn das im Kampf passiert und dann, wenn ich der Erste bin, der schlägt oder wenn ich der Erste bin, der den Takedown schafft, hat man einen großen Vorteil. Und du hast ja den Power Grinder gleich direkt in der Höhe probieren dürfen. Wir waren auf 2.500, glaube ich, oder? Stimmt das, Christoph? Genau. Und wie war das für dich jetzt, 2.500 Höhenmeter, ein neues Gerät auszuprobieren, das so einen argen Impact auf die Arme hat? Genau, es war nicht nur muskulär, also muskuläre Erschöpfung, es war auch, ich habe es auch in der Lunge gespürt und es war was anderes, war auf jeden Fall was anderes, also das mit der Höhe, ich habe es auch dann danach, nach dem Power Grinder, habe ich es auch am Ergometer gemacht, es war schon was anderes, ich habe es dir auch dann als Feedback gegeben, ich habe es auch also die Lunge war sehr belastet. Ja. Und das ist natürlich schön, weil man sieht das von außen, stellt sich vor, okay, das wird jetzt ziemlich brennen am Bizeps, aber was soll man da sonst bringen? Aber inklusive der Höhe oder exklusive des Sauerstoffniveaus, sagen wir so, hat das natürlich eine ganz andere Belastung. Und das ist natürlich jetzt auch das Spannende für das heutige Gespräch auch, das Thema Höhentraining, dass wir da jetzt den Übergang finden. Denn auch Kampfsport ist eine der Sportarten, wo glaube ich, dieser Mythos Höhentraining seit Jahrzehnten durch die Gegend schwirrt. Nicht nur wegen Hollywood und Co., weil Rocky auf verschneite Berge läuft, sondern weil man kennt es einfach auch, es ist so, dass der Mythos unter Kampfsportlern, ja, da machst du mal 2 Wochen irgendwo am Berg und dann wird deine Ausdauer besser. Wir haben jetzt noch keine Bergvorbereitung hinter uns, haben aber natürlich darüber nachgedacht, eine vor uns zu haben. Aber ich glaube, es ist limitierter, als wir denken, der Nutzen von solchen Aufenthalten in den Bergen, insbesondere durch den Zeitfaktor. Aber wie siehst du das jetzt? Was ist Höhentraining eigentlich für dich? Was kann es mir bringen? Also grundsätzlich ist Höhentraining schon ein Tool, um meine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Aber es ist nicht ein Allheilmittel. Und grundsätzlich muss man 2 Dinge ganz klar trennen. Es gibt das klassische Höhentraining, wo ich also am Berg über mehrere Wochen mich aufhalte.
und versuche über diese Zeit meine roten Blutkörperchen, die ja maßgeblich für den Sauerstofftransport verantwortlich sind, zu vermehren. Das ist die eine Geschichte. Wir haben aber bei der regulären Höhe einen sehr limitierenden Faktor dabei, das ist der sogenannte Unterdruck. Also die Druckverhältnisse ändern sich, je höher ich nach oben komme, desto mehr nimmt der Druck ab. Und das ist eigentlich der Ausschlag, weshalb nicht mehr ausreichend Sauerstoff in unserer Lunge an die Blutkörperchen abgegeben werden kann. Der Partialdruck in der Lunge ist höher wie draußen. Und dieser Effekt hat aber auch limitierende Wirkung, wenn ich wieder in die Normalhöhe auf Meereshöhe zurückgehe. Und zwar in dem Sinne, dass meine Muskulatur sich erstmal wieder anpassen muss und ich mich auch von den Druckverhältnissen generell erstmal vom Körper wieder anpassen muss. Wenn ich da das Timing falsch setze, performe ich bei einem Top-Event nicht. Schlechter, als wenn ich es nicht schlechter. Genau. Und deshalb muss man das genau kennenlernen. Das ist eine sehr, sehr individuell unterschiedliche Geschichte. Und wenn ich jetzt beispielsweise mit einer Fußballmannschaft in eine normale Höhe gehen würde, wäre das eine sehr aufwendige Geschichte, weil jeder einzelne Spieler anders reagiert. Wir hingegen nutzen die sogenannte normobare Höhe. Das heißt, normobar, der Druck bleibt gleich. Ja. Wir haben konstante Druckverhältnisse, aber wir machen uns das zunutze, diesen Fakt, dass sich der Sauerstoff reduziert aufgrund der Druckverhältnisse in der Höhe, reduzieren wir den Sauerstoff künstlich auf Normalhöhe. Und dieser Effekt hat, wenn ich jetzt beispielsweise über mehrere Wochen in so einem Höhenraum schlafe, die gleichen Effekte, wie wenn ich jetzt in den Bergen in der Höhe mich aufhalten würde. Aber ein weiterer Punkt, der ebenso leistungsbestimmend ist, ist unsere Lunge. Die Atmung ist mit der limitierendste Faktor in unserem ganzen Leistungssystem. Und wenn ich jetzt unter reduziertem Sauerstoff Leistung bringen muss, passt sich unser System, der Mensch ist seit Urzeiten ein Anpassungssystem, passt sich dieses System diesem reduzierten Sauerstoff an und ich versuche über die Atmung effizienter den wenigeren Sauerstoff in die Lunge zu bringen. Also ich mache im Grunde genommen auch ein Atemtraining. Parallel zu dem anderen Effekt, dass sich über längere Zeit dann auch die Blutkörperchen vermehren. Und dieser Effekt ist meiner Ansicht nach genauso elementar wie die Anreicherung der roten Blutkörperchen. Das haben wir zum Beispiel auch bei Expeditionsbergsteigern festgestellt. Wenn da die Atmung nicht 100%ig leistungsfähig ist, kriegen die das nicht hin, dass sie in kürzester Zeit auf einen 8000er steigen und wieder runter. Weil je länger ich mich in der Todeszone aufhalte, umso gefährlicher wird es. Also muss ich so schnell wie möglich hoch und so schnell wie möglich wieder runter. Und das geht nur, wenn ich eine leistungsfähige Atmung habe, parallel zu den angereicherten Blutkörperchen. Wir haben schon mal eine Vorbereitung gemeinsam mit Christian Redl gemacht, Apnoe-Weltmeister, also Tauch-Weltmeister, wenn man so sagen darf. Ich weiß jetzt seinen Rekord nicht mehr auswendig, aber es sind über 100 Meter sicherlich, in die Tiefe zu tauchen mit einem natürlichen Atemzug, kann man sagen. Und 60 im Untereis.
Und 60 unter Eis, ja. Also nicht schlecht. Wahnsinn. Und der hat uns auch eingeführt in diverse Atemtechniken und auch ins Apnoe-Tauchen oder auch natürlich Arbeit am Stresssystem mit der Hilfe von Wasser. Und er selber war mal am Himalaya, was glaube ich. Ja. Hat dort auf einem Bergsee einen Weltrekord aufgestellt und hat dann eine dramatische Sauerstoffsättigung aufgewiesen. Da war ja auch ein Mediziner mit an Bord bei dieser Expedition. Und obwohl er dann schon nach seinem Weltrekord, er war nicht ohnmächtig, er ist rausgekommen und hat normal weitergeatmet, aber die Sauerstoffsättigung ist nicht gestiegen. Also da war dann eine kurze Panik dann noch da. Also die war, ich weiß jetzt nicht mehr, wie tief sie war, aber sie war sehr tief. Also weit unter 90 auf jeden Fall. Ja, also in einem 60 super kritisch. oder Ja, genau. noch tiefer. Ich glaube, es war knapp vor 50. Ja. Es war super kritisch. Ja. Und es hat mehrere Minuten gedauert, bis es wieder angestiegen ist. Klar. Und es geht nur über die Atmung dann. Ja. Da muss unsere Lunge ist ja wie ein Blasebalg praktisch, wie eine Pumpe. Und ich muss im Grunde genommen dann vom Wirkungsgrad effizient tief einatmen und tief wieder ausatmen. Und das ist genau das, was wir heute auch gesehen haben. Wenn ich Intervalle mache und ich in der Intervallpause oder auch während der Belastung nicht sauber atme, manövriere ich mich sofort in ein Defizit. Die Muskulatur reichert sich mit Laktat an und die Leistung fällt ab. Man hat zum Beispiel auch, Schweizer Wissenschaftler haben zum Beispiel auch herausgefunden, wenn die Atemhilfsmuskulatur ermüdet, wird über das zentrale Nervensystem ein Reiz ausgelöst, der sofort die Leistungsbereitschaft der Muskulatur runterfährt. Und zwar in der Form, dass das Laktat automatisch ansteigt. Das ist ein Schutzmechanismus. Und diesen Mechanismus kann ich durch richtige intensive Atmung trainieren. Ich kann meine Zwischenrippenmuskeln trainieren und kann diesen Effekt, dass die Ermüdung praktisch später einsetzt, nach hinten rausschieben und damit natürlich wesentlich länger auf Top-Niveau performen. Wie wichtig ist dann Nasenatmung in so einer Situation, solange es halt möglich ist, sage ich mal, solange man nicht in einer Notsituation ist? Ja, ich würde sagen, Vorteilhaft, oder? Also unter den Belastungen würde ich nicht mehr über Nase atmen. Mehr, nee, das reicht nicht aus. Also man hat es auch jetzt gesehen, es war jetzt schon wirklich eine enorme Belastung die letzten 2 Trainings. Also die über die Nase zu steuern, weil wir natürlich eine Zeit lang auch versucht haben, am Rudergerät die Nase zu bevorzugen, mit dem Mund zu kleben. Ja. Aber da waren wir auch nicht so stark in der Lunge drinnen, sondern eher muskulär unterwegs. Deswegen ging das ja dann noch, wenn du dich erinnerst. Ne? Also ab einem gewissen Punkt ist das einfach nicht mehr möglich. Ja. Und dann muss man sich, ich kriege ja über die Nase auch nicht das Volumen her. Ja. Ich muss pro Zeiteinheit möglichst viel Sauerstoff in die Lunge reinbringen. Und dann nehme ich mir natürlich das größere Volumen über den Mund her, weil eine zeitliche Verzögerung hat sofort zur Folge, dass meine Leistung abfällt. Ja. Das ist ganz klar. Das geht nicht in Minuten, sondern in Sekunden. Ja, genau. Und jetzt hast du vorher auch schon gesagt, Schlafen in der Höhe. Andreas, wir haben uns da schon ein bisschen unterhalten darüber. Das heißt, ich glaube, Schlafen in der Höhe in Amerika ist es in den letzten 10 Jahren schon ein Thema. Wenn man sich anschaut, diverse NBA-Spieler und dergleichen, die in ihren Zelten zu Hause, Zelt in der Wohnung schlafen. Ja, also diese Sarkophag nenne ich es jetzt einmal, so ein Höhenzelt. Und du hast uns jetzt erzählt, ja eigentlich ist eher die Zukunft, ganze Räume unter Höhe zu setzen, kann man sagen, also bis hin zu einer Koje im Schlafzimmer oder das Schlafzimmer selbst. Ja, wie ist das so zum Verstehen? Ein Schlafzimmer unter Höhe setzen, was soll man das bringen? Oder wie habt ihr euch das technologisch vorgestellt? Ja, wir haben das bei Ried schon umgesetzt. Wir haben da nicht nur einen Trainingsraum unter Höhe gesetzt, sondern auch einen Schlafraum. Da gibt es mehrere Varianten, wie man das macht. Der Schlafraum, sage ich, ist noch relativ einfach.
die günstigste Variante, was viel nützen, ist ein Zelt, wo man drinnen schläft. Allerdings muss man sagen, wenn man in einem Zelt schläft, muss das Ziel vor Augen schon sehr, sehr groß sein, um das wirklich auf Dauer auszuhalten, weil es sind natürlich es ist vom Standard her, wo man drinnen liegt, ist es weder tauglich für eine gute Ehe, noch ist da die Luftqualität drinnen dann gut. Es wird warm im Sommer natürlich extrem. Ja. Also unser Standard ist das nicht und wir wollen einen viel höheren Standard in die Möglichkeit, in der Höhe zu schlafen bringen und da gibt es eben am Markt eigentlich nicht wirklich ein konkurrenztaugliches Produkt. Das Produkt, das werden wir am Markt bringen, wir werden das so machen, dass es mobil ist und aufbaubar ist und dass der Effekt der roten Blutkörperchen durch Schlafen so angenehm wie möglich gemacht wird, ohne dass das laut ist, dass eine gute frische Luftqualität ist, dass das klimatisiert ist und dass er nebenbei ein funktionierendes Eheleben oder soziales Leben stattfinden kann. Das ist unser Anspruch. Genau, und das falls zum Beispiel der Alex dann auch Probleme hätte, das seiner Frau zu vermitteln, dann irgendwo da drinnen zu schlafen, da haben wir sehr gute und schlagende Argumente. Bist du sicher, dass du die jetzt rausbringen willst? Also es ist gesund? Es ist gesund. Also man muss sich das so vorstellen, Höhe macht nicht nur fit, sondern sie macht auch gesund. Sie hat sehr viele positive Effekte auf den Gesundheitszustand. Ja. Das fängt an von Leuten, die was zuckerkrank sind, über Leute, die was Asthma haben, hilft es in der Höhe zu schlafen. Es regt aber auch sehr die Fettverbrennung an und alles. Also es ist für Frauen, die was natürlich jeder auf ihren Körper schaut und oft Gewichtsprobleme haben oder sagen, sie möchten abnehmen. Also meiner Frau wäre mit Sicherheit das Liebste. Wir haben sowas zu Hause. Erstens, weil es gesund ist und zweitens, es ist dünnes Eis. Es hilft einfach in vielen Formen und es ist, das ist eben unser Standard, den was wir bringen wollen. Wir wollen das verträglich machen für ein Schlafzimmer in mehreren Varianten eben. Ja, es ist natürlich, wenn man den ganzen Raum, umso höher der Raum ist, umso mehr Leistung braucht man, den unter Höhe zu setzen. Das ist technisch natürlich aufwendig, aber wir haben da das Know-how dazu und werden das umsetzen und werden da am Markt ganz neue Möglichkeiten bringen. Ja, der große Vorteil ist halt einfach eben, dass man das Schlafzimmer so belassen könnte, wie es ist, wenn es nicht zu groß ist. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil, wenn man auf einmal die Zeit unter Höhe von ein paar Stunden im Training auf viele Stunden im Alltag umlegen kann. Also da ist dann wahrscheinlich schon ein Riesenunterschied, oder? Was meinst du? Ja, also das Prinzip heißt, je länger ich mich in der Höhe aufhalte, umso besser ist es. Ja. Und das muss man jetzt nochmal vom Training abspalten, also einen Höhentrainingsraum plus dann der übrige Aufenthalt in der Höhe, das muss man nochmal klar trennen, aus den gegebenen Gründen, die ich vorher genannt habe, also das Atemtraining. Und die entscheidende Komponente ist meiner Ansicht nach auch ganz klar die Klimatisierung, dass wir eine Hygiene in dieser Räumlichkeit haben, vor allem auch bei Nacht, beim Schlafen im Sommer, ganz wahnsinnige Geschichte, wenn ein Athlet in so einem Zelt im Sommer schläft und im Sommer über Nacht einen Wahnsinnsflüssigkeitsverlust hat, ist das nicht zielführend, weil Flüssigkeitsverlust bedeutet auch wieder Leistungsabfall. Ja. Und wenn er im Training schon 3-4 Liter verliert, was der Alex heute wahrscheinlich verloren hat, wie man gesehen hat, das ist irre, was da verloren geht an Flüssigkeit. Ist natürlich beim Schlafen total ungünstig, wenn er da auch mal... So kontraproduktiv. Ja. Merkst du das? Das war wirklich... Also habt ihr lange nicht mehr so schwitzen gesehen. Also in MMA-Sparring oder sowas, aber jetzt beim Konditraining zum Beispiel nicht. Ich habe gleich nach den ersten 10 Minuten sofort ist geronnen, also von der Stirn. Also das habe ich nicht beim Rudern, das habe ich auch nicht beim Airbike gehabt. Und das Training hat halt doch 100 Minuten circa gedauert, gell? Genau, 100 Minuten. Stunde 40. Man kann sich es eigentlich vorstellen wie ein Motor, der auf dem Prüfstand ist. Ja. So. Und man muss auch schauen, dass man sich bei so einem Ergometertraining wirklich ausreichend kühlt. Ja. Also in Form von einem Ventilator oder von einer Klimaanlage, die natürlich gerecht, also so eingeschaltet ist, dass man sich da nicht eine Lungenentzündung holt oder sonst was. Aber das ist auf alle Fälle
elementar. Na, das glaube ich. Und es muss auch angenehm sein, wenn ich jetzt im Thema Schlaf dann darüber nochmal sprechen darf. Wenn das Klima nicht passt im Schlafzimmer, wenn es zu heiß ist, wenn es stickig ist und so weiter, alle diese Mini-Parameter haben eine Auswirkung auf die Schlafqualität, Genau. Absolut. Wenn es da 2-3 Grad mehr hat, könnte es sein, dass es jemand schon den Schlaf raubt. Siehe, Europäer macht da Vorbereitungen in Afrika, Asien, Thailand, was auch immer. Ist zwar vielleicht ganz angenehm untertags die Temperaturen fürs Aufwärmen und dergleichen und am Strand gehen, aber in der Nacht ist das für viele ein Problem. Es gibt das Thema Lärm natürlich von so einem Kompressor. Es gibt Ja. Höhenzelte, da schlafen die im Zelt, haben dann immer einen Kompressor stehen, der was eigentlich laut ist und du hast die 8 Stunden, wo du drin liegst, einen ständigen Lärmfaktor. Und das ist natürlich auch eine nicht unser Katastrophe. Anspruch. Nein. Ja, also wir sind ja, ich sage jetzt einmal, mir mit meinen Kollegen sehr damit beschäftigt und spezialisiert, was das Thema Schlaf betrifft. Auch im Fußball zum Beispiel, da coachen wir sehr viel, was den Schlaf betrifft. Und wenn ich mir jetzt den Schlaf raube auf der einen Seite, dann bringt mir die Leistungssteigerung durch die Höhe natürlich wieder nichts. Weil Schlaf ist so genauso essentiell wie Hydration. Regeneration. Also, ohne dem geht es gar nicht. Geht nichts. Alex, wenn du dich erinnerst, früher in die Anfänge von MMA in Österreich, da gab es so lustige Ideen, wie zum Beispiel Trainingsmasken aufsetzen, bis hin zu, du selber hattest auch Trainer, kurze Zeit zumindest, die Taucherbrillen. Nase oder- zupicken und ein Schnorchel im Schnorchel, Mund das und war's. dann ein Zirkeltraining machen. Genau. Wie war das für dich? Das war ein Horror. Ich habe halt eben, bin 16 Jahre im Kampfsport. Ich habe vor 10 Jahren mit dem MMA begonnen, also ich war 19 und gerade mal frisch im MMA-Sport und dann hat man eigentlich alles gemacht, was der Trainer gesagt hat. Es war halt sehr, anders, es war, man muss sich das vorstellen, man atmet nur durch einen Schnorchel und da muss man halt gewisse Stationen machen, wie Battle Ropes, Kettlebell Swings und dergleichen, Sprawls. Und ich glaube, nach einer Minute ist die Technik dann gesunken und dann hat man das einfach nur gemacht, weil man es machen muss, aber die Ausführung war nicht so, wie sie sein sollte. Und da ist eben, wie der Christopher gesagt hat, die Verletzungsgefahr sehr hoch. Ja. Also da ist die Ermüdung da, die technische Ausführung der Übung geht Katastrophe flöten teilweise. und dann ist man halt sehr am hohen Risiko. Plus dem, dass lange Zeit lang auch ein Mythos bestanden hat, dass man 30 Minuten Zirkeln macht, obwohl man nur 15 Minuten kämpft. Was halt für viele Leute dann in einen Sparmodus in den ersten 15 Minuten geendet hat. Genau. Haben sie einfach gespart, hast denen zuschauen können, wie es physisch sparen und um sich aufzusparen für 30 Minuten, was natürlich dann auch wiederum nichts bringt. Genau. Aber du kennst diese lustigen Ideen sicherlich auch von bis hin zu den Kopf in einen Plastiksackel zu stecken. Also man kann es jetzt übertreiben. Ich habe auch noch ein Aber schönes was bringt das? Beispiel. Ja. 87 Straßenweltmeisterschaften Rad. In Villach, da die italienische Zeitfahrmannschaft, die haben eine Gasmaske aufgesetzt und sind die 100 Kilometer im Training mit Gasmaske gefahren, um Hypoxietraining zu simulieren. Die hatten danach Wasser in der Gasmaske, weil sie so geschwitzt haben natürlich und konnten kaum mehr atmen. Ja. Also ein Wahnsinn. Und bei solchen verrückten Sachen kommt natürlich auch noch dazu, dass die einen Teil vom CO2 wieder einatmen. Und da wird es gefährlich. Da wird es sehr gefährlich. Deshalb ist auch für uns sehr wichtig, dass wir hochwertige Räume anbieten, weil wenn ich jetzt zum Beispiel 3-4 Leute in einem Raum trainieren habe, die auch CO2 abatmen und ich habe keine gute Klimatisierung, atmen die ihr eigenes CO2 wieder ein. Und das ist natürlich was wir auf keinen Fall wollen. Aber bringt es was, wenn man jetzt nicht so eine Atemschutzmaske verwenden würde, sondern ein Schnorchel? Hat das einen ähnlichen Effekt, weil ich reduziere damit auch den Sauerstoffintake im Training? Oder ist es ist im Grunde genommen nicht das Gleiche, weil ich erstens mal die CO2-Problematik auch im Schnorchel habe, weil ich muss eigentlich mit hohem Druck
das CO2 abatmen, dass ich da nicht den Rest wieder mit einatme. Das wirst nicht los über den Schlauch. Nee. Und vor allem bei körperlicher Belastung, das ist das Entscheidende. Wenn ich jetzt ruhig atme, reicht das aus. Aber wenn ich hier ein Zirkeltraining mache, dann atme ich mit Sicherheit ein Drittel vom CO2 wieder ein. Ja. Und das wollen wir auf keinen Fall. Also kann ich das schon mal von vornherein gar nicht miteinander vergleichen. Das sind wilde Ideen, die man da halt mal auf kostengünstigem Niveau versucht hat, aber die nichts bringen. Plus dem, dass der Athlet ja unter Bedingungen ist, in die er im Kampf gar nicht ist. Das heißt, ich vergleiche das gerne mit zum Beispiel Boxer, die gerne in der Hitze laufen gehen, obwohl sie nicht in der Hitze kämpfen. In Thailand ein Kampf habe oder in Afrika ist was anderes. Ja. Aber ich versuche natürlich unter den Bedingungen zu laufen, wo mein Körper am besten funktioniert. Und mit einem Schnorchel funktioniert das einfach nicht. Das ist mental schon eine irrsinnige Blockade. Und du kannst dich einmal mit dem Trainer unterhalten. So ein Programm von dir dauert 100 Minuten und der kann nicht 100 Minuten lang einen Schnorchel in der Hand haben auf dem Radergometer. Also das wäre mit Sicherheit, da wird man keine Freunde werden, wenn ich ihn mit dem Schnorchel jetzt fahren lassen würde. Ja, aber ich war in dem Moment, in der Zeit 19. Ich war 19, ich habe nicht viel von Sport, also ich kam aus dem Kickboxen, ich habe da ein paar Kämpfe gemacht, war Landesmeister, Staatsmeister, MMA halt was Neues und dann macht man einfach das, was der Trainer sagt. Und wenn der Trainer sagt Schnorchel, dann mache ich das. Und ich habe halt du hast auch deinen ersten MMA-Kampf verloren. Weil so ist es, weil ich eben auf den Trainer gehört habe und genau. Also da sind wir schon nah an einer Körperverletzung drin, weil das, also wenn man jetzt jemand betreut und einen Athleten wirklich an die Spitze führen will, dann hat das körperliche Wohl und die Gesundheit oberste Priorität. Und die Kunst ist es halt dann, einen Athleten so ins Limit zu führen, dass es noch vertretbar ist. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen eindeutig. Ja. Deswegen ist es wichtig, ein gutes Team um sich zu haben, Leute, die sich auch auskennen. Und deswegen sitzen wir auch hier. So ist es. Da muss man mal das Schwert auch aus der Hand geben, wie man so schön sagt, weil wir haben jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube wir haben so ungefähr 15 Leute in unserem Team oder du in deinem Team. Manche Leute, die permanent um dich sind, manche, die du ab und zu alle paar Wochen siehst und die mal vielleicht was reparieren oder dergleichen wie ein Physio. Aber dieses Wochenende allein sind 4 neue Leute ins Team dazugekommen. Für Leistungsdiagnostik und Hormonstatus, sage ich jetzt einmal, dieser Bereich. Und ihr zwei jetzt für den Bereich der Ausdauer. Wenn man auf so einem Level operiert und kämpft und trainiert und arbeitet und Wettkämpfe bestreitet, dann braucht es einfach viele Spezialisten. Das ist nun mal so. Weil ich bin ja auch kein Chirurg und dafür ich will da nicht der Knie operieren. Und deswegen würde ich auch, sage ich jetzt mal, wenn es um die Ausdauer geht, muss man einen Spezialisten mit hineinholen. Ne? Also ich glaube, da muss man auch ab und zu, und das sehe ich noch in Österreich ein bisschen überhaupt im Vereinswesen als ein kleines Problem, sage ich mal, dass man dann gerne die Kompetenzen nicht aus der Hand gibt und es dann lieber selber macht, auch wenn es dann nicht so gut wird. Aber es ist dann selber gemacht und man lässt sich ja nicht gerne in die Karten schauen. Das ist das, was wir oft bemerken als Problem. Aber bleiben wir bei der Höhe. Entschuldige? Nein, ich wollte gerade sagen, das Problem ist, wenn du zu ein kleines Team hast und es wird einfach keine Verantwortung abgeben, dann fehlen da die Spezialisten. Es gibt aber die andere Richtung, dass natürlich das Team zu groß wird und dann fehlt irgendwie die Innigkeit und der Zusammenhalt und das habe ich auch gemerkt im Sport, dann geht einfach, dann ist die Kommunikation wird schlechter untereinander, also das ist eine Balance, die es zu finden gibt. Das ist super schwer. Aber da brauchst du, wie du am Anfang gesagt hast, Leute, die Fäden in der Hand behalten. Genau. Und immer mehr aus dem Coaching zurückgezogen, auch beim Alex und anderem die Verantwortung dort übernommen. Was notwendig war, halt einfach auf eine andere Ebene zu wechseln und die Fäden zusammenzuhalten. Weil es ist einfach vom Management bis zur Gesundheit, bis zur Trainingsentwicklung und Camp-Organisation, so ein Athlet braucht eigentlich einen riesen Stamm an Leute. Und wenn das Level noch höher wird, dann hat man dann einen Social-Media-Assistenten bis hin zu jemandem, der zu Hause die Weihnachtskekse backt. Macht man auch nicht mehr selber dann. Da sind wir jetzt noch nicht ganz, aber sagen wir mal in einem halben Jahr in etwa. Um dir auf die Höhe nochmal zurückzukommen, was glaubst du jetzt so als kleiner Tipp oder Vorgeschmack für die Leute, für die Zuhörer, die Sportler, die sagen, ich würde gerne das ausprobieren, jetzt aber in der Natur mal,
ab wann macht Höhentraining draußen Sinn? Also ab welcher Höhe und welcher Zeit? Weil jetzt fahren wir mal 2 Wochen am Dachstein-Idee, ich weiß nicht, wie sinnvoll die ist, oder gibt es da eine Regel? Also um jetzt wirklich die roten Blutkörperchen effizient zu verbessern, muss ich mich schon zwischen, sage jetzt mal, 20 bis 30 Tage in der Höhe aufhalten. Also oder es muss wirklich kontinuierlich im Hintergrund laufen über einen längeren Zeitraum, bis sich da ein Effekt einstellt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, diese sogenannte Responderhöhe, also wo der Effekt, dass sich die Blutkörperchen vermehren, eintritt, kann bei jedem anders sein. Das ist eine genetisch angelegte Sache. Der eine spricht auf 2.500 Meter an, der andere schon bei 1800. Da gehen dann auch vermeintlich welche durchs Raster, die bei einer höheren Höhe erst ansprechen. Da spricht man dann, weil man die dann zum Beispiel in Testreihen nicht erfasst hat, weil die Höhe zu nieder war, spricht man dann von sogenannten Non-Respondern. Also da denkt man, die sprechen gar nicht auf die Höhe an. Gibt es im Normalfall eher weniger. Ich muss mir halt die Höhe vorher aussuchen. Und das ist das, was ich am Anfang sagte, dass das klassische Höhentraining wirklich eine individuelle Festlegung der Basisdaten benötigt. Und da gehört dazu, in welcher Höhe kriege ich einen Effekt. Und da muss ich die Sauerstoffsättigung, verschiedene andere Parameter mal genauer betrachten und das dann festlegen, bevor ich mich dann auf ein Event vorbereite. Ich habe zum Beispiel 2000 eine Vorbereitung in der Sierra Nevada miterlebt von einer Schwimmnationalmannschaft. Ich nenne keine Nationen, habe mir das angeschaut. Ich habe meinen Athleten dort abgezogen. Wir haben woanders trainiert, weil 2000 war die Olympiade in Athen. Und ich war der Meinung, dass da eher eine Vorbereitung auf die Hitze, die da herrscht, ein wichtigerer Parameter ist wie die Höhe. Aber ich habe das mir angeschaut und bei dieser Nationalmannschaft war es dann so, die hatten dann an der Olympiade eigentlich nur tote Fische im Wasser. Okay. Die konnten nicht performen. 3 bis 4 Wochen später war die Schwimm-WM. Da schwammen die mehrere Weltrekorde. Das heißt, das Timing für die Olympiade war vollkommen falsch geplant, weil man genau auf diese Dinge, die ich vorher nannte, individuelle Parameter, Anpassungsparameter nicht eingegangen ist. Das heißt, nicht einfach nur in die Höhe gehen und zu trainieren ist das eine, aber das Timing ist schon relevant, dass man dann rechtzeitig wieder aufhört, oder wie? Genau, ja, rechtzeitig aufhört, beziehungsweise früher anfängt. Und deshalb kann ich auch nicht zum Beispiel gerade mit so Mannschaften alle über einen Kamm scheren. Das geht nicht. Also das moderne Höhentraining erfordert einen individuellen Ansatz. Ja. Eindeutig. Wie lange machst du das Höhentraining jetzt schon mit deinen Athleten? Ja, ich hab eigentlich schon seit 2000. Okay, also wirklich schon eine lange Zeit. Aber mit Alex haben wir jetzt das quasi außerhalb der Höhe oder Höhenkammer begonnen. Ja. Das heißt, das ist so ein bisschen eine Vorlaufzeit, dass der Körper sich an diese neue Belastung gewöhnen kann, oder? Genau. Bevor er dasselbe dann in der Kammer macht. Also das ist auch ein absolut richtiger Ablauf. Der Alex gewöhnt sich ja jetzt an mehrere Dinge. Erstens mal eine neue Trainingsform, eine neue Trainingssystematik. Und in diesem Zusammenhang darf man nicht zu viele Parameter auf einmal auf ihn einprasseln lassen, weil sonst kann das zu viel werden. Wir werden das stufenweise aufbauen.
Und er muss ja, was das Intervalltraining anbetrifft, auch erstmal gewisse Dinge üben, damit er eine Routine reinkriegt und damit wir eine klare Standortbestimmung haben. Und wenn wir das haben, können wir den nächsten Schritt gehen. Also auf jeden Fall gut durchstrukturiert und strategisch vorbereitet. Genau. Das ist das Wichtige, aber das wissen wir schon. Ohne Idee gibt es. Und vor allem, also in dem Fall taggenau. Also es gibt keinen Trainingsplan, der in Stein gemeißelt ist. Ja. Es muss immer wieder angepasst werden. Also das ist der Anspruch von einem professionellen, hochwertigen Training. Ja, das klingt gut, würde ich mal sagen. Was sagt sie jetzt noch? Das Höhenkammer nach einer Verletzung, also für Rehab, bringt das Vorteile im Vergleich zu außerhalb? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Bereich, wo man natürlich auch ganz groß rein will und wo es Sinn macht. Das hat zwei Komponenten. Das eine ist das natürlich, dass die Hypoxie einen Effekt hat und auf die Zelle eine Reaktion auslöst. Das zweite ist aber das auch, man muss sich vorstellen, zum Beispiel du hast einen Kreuzbandriss. Das ist Standard im Fußball, dass die Fußballer dann einmal mehrere Wochen nichts machen können, was Grundlagenausdauer ist oder Intervall schon gar nichts. Sie können nichts Laktazites eigentlich machen. Das Problem lösen wir eigentlich auch in dem Fall, wir haben einen Oberkörperergomet, wir haben Spieler, die was dann halt auf einer Kiste sitzen, machen am Powergrinder Oberkörper, Grundlagenausdauer. Du kannst die Höhe raufstellen, das heißt, er kann eigentlich in seinem Pulsbereich, wo er vorher auf die Beine war, kannst du ihn ganz normal trainieren lassen, du kannst ihn sogar Intervalle machen lassen, das heißt, er verliert eigentlich natürlich muskulär, jetzt einmal in den Beinen was, aber nichts oder wenig von seiner Grundlagenausdauer. Das heißt, du kannst ihn sofort nach einer Verletzung abfangen. Und was noch dazu kommt, unsere Geräte sind sehr, sehr hochwertig. Du kannst zum Beispiel auf die Ergometer die Kurbel verkürzen, dass sich der Radius im Knie minimiert vom Abbiege. Das heißt, du hast eigentlich eine Verletzung im Knie, wo du nur gewisse leichte Knicke schaffst jetzt vom Knie. Ja. Setzt du den auf die Höhe, du hast die Wattzahl so, dass er schmerzfrei ist, kann er trotzdem in der Höhe in einem Pulsbereich trainieren und eigentlich schon wieder relativ schnell seine Beine, wo er die Verletzung hat, trainieren. Also gerade in dem Bereich ist das eine massive Verbesserung. Aber es ist auch das, was ich noch zur Höhe sagen möchte, weil es vielleicht dafür viel irgendwo die Verständlichkeit, um es einfach zu erklären. Das, was ich zum Beispiel extrem oft gemerkt habe, die Anpassung des Körpers findet ja, der Mensch ist ja ein Anpassungsweltmeister unter alle Lebewesen, die was gibt, und hat er sich ja so lang gehalten und ist so dominant natürlich unter den Lebewesen. Ich weiß nicht, in Innsbruck hat es eine Eisbadewand gegeben und wie ich nach Innsbruck gewechselt bin, sind da gewisse Spieler danach drinnen gelegen, die hat nur ein paar Grad gehabt und ich bin beim ersten Mal, wie ich hingegangen bin, habe einen Fuß reingehalten, ich habe solche Schmerzen gehabt und habe gesagt, das ist unmöglich, dass man das länger, ich habe es ein paar Sekunden ausgehalten und ich habe immer, ich war so jetzt nie technisch der Beste, ich war nicht der Schnellste, aber ich habe immer den Anspruch gehabt, wenn es einen Schweinehund überwinden geht, da schlagt mich keiner. Und dann habe ich mir das andere und ich habe dann gesehen, wie schnell sich der Körper daran gewöhnt, dass ich mich dann 11 Minuten in eine Eisbadewand gelegt habe, die was nur ein paar Grad gehabt hat und das habe ich eigentlich nach jedem Training gemacht. Und das ist ja das, der Körper probiert eigentlich immer sich anzupassen, das hast du zum Beispiel beim Jetlag, beim Fliegen. Das ist ja, du fliegst wohin, der Körper probiert sich sofort an die Zeitumstellung anzupassen, weil er sich immer anpasst. Und wenn du dem Körper den Sauerstoff nimmst, was ja eigentlich das Essentiellste ist, weil ohne Nahrung hält man ein paar Tage aus, ohne Trinken auch noch, aber nimmt man Körper einen Sauerstoff von dem Menschen halt am Mund zu, ja, kippt er relativ schnell weg und du verlierst da schnell dein Bewusstsein und danach dein Leben. Also ohne Sauerstoff ist so essentiell. Wenn wir aber jetzt nur einen gewissen prozentuellen Anteil der Zelle den Sauerstoff nehmen, trainierst du das natürlich. Ja. Du trainierst einfach die verbesserte Aufnahme von Sauerstoff in den Körper, in den Kreislauf und das betrifft vom Hochleistungssportler bis zum Hobbysportler, hat das für jeden einen Benefit oder selbst für Leute, die was sich nur in die Höhe setzen und dort atmen. Also das super Punkt, weil das betrifft viele andere Bereiche, auch bei der Ernährung zum Beispiel so Kalorienrestriktion oder Fasten, ja auch einen positiven Effekt im Körper anstößt, jetzt der Zellrecycling, Autophagie und dergleichen. Und das ist bei vielen Dingen so, also eben auch wie bei der Sauerstoffreduktion. Also ganz spannend, dass mehr nicht mehr ist. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass mehr Höhe nicht automatisch mehr ist. Das heißt, der Höhentraining auf 6.000 Meter ist wahrscheinlich nicht so schlau wie ein Höhentraining auf 2.000 bis 3.000 Meter, jetzt für die interessierten Sportler draußen. Und ich glaube, dass man von diesem mehr ist mehr Gedanken grundsätzlich ein bisschen runtergehen muss. Also ich glaube, du bist auch ein großer Freund von der richtigen Steuerung, genau. Der maximalen Steuerung. Dosierung. Ja.
ist da das entscheidende Wort und von daher viel hilft, viel ist mit Sicherheit nicht der richtige Ansatz bei der Geschichte oder generell, würde ich jetzt mal sagen. Glaube ich auch. Alex, was glaubst du, wo wird es enden für dich jetzt in den nächsten Monaten durch diese Intervention? Was wird sich für dich verändern? Ja. Was hoffst du, was glaubst du? Es wird eine harte Zeit. Also ich habe jetzt einen kleinen Vorgeschmack bekommen von Christoph und was mich auch erwartet am Montag und am Dienstag, also gestern und heute, was ich gemacht habe. Aber du kennst mich schon, wir arbeiten schon seit 10 Jahren zusammen und ich sage es immer wieder, ich bin wie ein Soldat und du sagst mir was und ich mache es. Und ich werde es so lange machen, bis der Trainer einfach es nicht mehr sehen will. Da geht die Trainer das Herz auf. Genau. Es ist so, ich sage einfach nur, mir tun meine Gegner und meine Sparringspartner jetzt schon leid. Durch so ein Training kann es nur besser werden. Und so, wenn meine Ausdauer auf ein anderes Niveau steigt, dann wird auch mein Fighting Skill und mein Stil vom Kämpfen anders sein. Also mehr Pace. Sicherheit und steigt Sicherheit. Genau. Es ist eben, wie du gesagt hast, man bekommt halt mehr Selbstvertrauen. Man geht rein ich bin eigentlich ein Kämpfer, der viel Selbstvertrauen hat und ich will auch gar nichts im Schicksal überlassen. Ich will wirklich alle meine Hausaufgaben erfüllen, bevor ich in einen Kampf reingehe und du weißt das. Und ich glaube, das ist einfach nur ein Grund mehr, das zu machen, weil wenn ich dann im Käfig bin und meinen Gegner gegenüber schaue, da muss alles schon gemacht werden. Die Hausaufgaben müssen gemacht werden und da zählt einfach nur der Kampf an sich. Und dann, wenn ich das in meinem Hinterkopf weiß, hey, ich bin durch die Hölle gegangen an diesen Rad, das ist dann easy. Da ist der Kampf nichts mehr. Da ist der Kampf nichts mehr und da ist einfach der Titel vor Augen. So wie du immer sagst, genau. Das Training muss ein bisschen härter sein als der Wettkampf, oder? Das ist der richtige Approach für die Geschichte. Spannend. Willst du uns ein bisschen was erzählen noch oder eine kleine Zukunftsaussicht, jetzt die nächsten Steps in der UFC oder magst du? Ja, also wir warten jetzt, wir haben ein Kampfangebot bekommen von der UFC. Ich habe selber mit meinem Matchmaker geschrieben. Geplant wäre nächstes Jahr im März, Main Event. Den Gegner darf ich noch nicht verraten. Wir warten auf die Zusage vom Gegner. Von unserer Seite, also von meiner Seite aus ist zugesagt, die UFC will es auch. Also wir warten eigentlich nur auf den Gegner, auf die Zusage. Wir haben jetzt schon mit dem Konditraining begonnen. Also es ist bis März eine Zeit, also eine lange Zeit. Also der Trainer sagt sehr gut. Ja. Und ja, also könnt ihr euch auf was gefasst machen. Es ist ein Top-Mann, Top-Gegner in der Top 5. Viel Auswahl gibt es nicht, deswegen man kann sich zusammenreimen. Und ja, also spekulieren kann jeder. Also es wird dann hoffentlich in ein paar Wochen dann bekannt gegeben und ich freue mich wirklich drauf. Sehr schön, sehr schön. Wir auch. Und wo können unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuseher natürlich und Zuseherinnen über euch mehr erfahren? Habt ihr eine Webseite, Social Media Portale oder dergleichen? Wo kann man euch verfolgen? Genau, ja, unsere Firma wächst so schnell, dass wir kaum mitkommen, aber unsere Homepage ist www.jfj, also jfj.at. Dort gibt es die Sparte Sport und da gibt es auch schon einige Informationen über das Höhentraining. Es gibt da Links und Videos schon, es hat uns Sky schon besucht und ein Videoclip gemacht, wie wir bei Ried trainieren. Der ist auch abrufbar bei uns auf der Homepage. Auf Facebook sind wir auch zu finden und auf Instagram auch mit JFJ. Sehr gut. Und wer das ganze Projekt jetzt mitverfolgen möchte, bei Alexander Rakic auf dem Instagram-Portal, glaube ich, am besten natürlich auch bei mir am YouTube-Portal oder auf Instagram. Wir werden die Trainings der nächsten Wochen immer wieder mitverfilmen und online stellen in kurzen und intensiven und langen, noch intensiveren Videos. Können Sie den Alex beim Schwitzen zuschauen und wie Christoph ihm durch die Mangel nimmt und Andreas, Pitt und ich lässig daneben stehen und Kaffee trinken. Na, Spaß, Leute. Wir schwitzen mit. Alle schwitzen mit dir, Alex. Leute, danke vielmals für den Besuch und vielen Dank an jeden da draußen und jede da draußen, die zugehört hat und zugeschaut hat.
Wenn euch das Thema mehr interessiert, schickt einfach Kommentare, postet es drunter, schickt ein PM, Info, Mail oder was auch immer über die Webseite, über richardstaudner.at. Ich freue mich sehr über jede Nachricht, jedes Feedback, jeden Stern, jedes Like, dass wir wissen, dass wir am richtigen Weg sind, und am Ende des Tages ist das ja alles Entertainment, was wir hier tun für den Kampfsport. Also wir freuen uns, wenn es euch gefällt. Bis bald, habt einen schönen Tag noch. Danke fürs Einschalten.